Alicia Ross verschwand im Jahr 2005 spurlos in der Provinz Ontario, Kanada. Der Fall entwickelte sich schnell zu einem der aufsehenerregendsten vermissten Fälle in der Provinz Ontario. Die Handtasche, das Handy und die Ausweispapiere der jungen Frau blieben unberührt und lagen in ihrem Schlafzimmer. Einziger Hinweis darauf, dass Alicia entführt worden sein könnte, war das Durcheinander im Hinterhof des Hauses. Alicia hatte keinen Grund, freiwillig zu verschwinden. Hätte sie weggehen wollen, hätte sie es bestimmt jemandem gesagt. Deshalb begannen die Polizisten zu vermuten, dass die 25-jährige Frau Opfer eines schrecklichen Verbrechens geworden war. Alicia wurde am 8. Februar 1980 in Markham, Provinz Ontario, Kanada, geboren. Sharon Forrest und Marvin Ross adoptierten sie, als sie noch ganz klein war. Die Adoptiveltern liebten das Kind und bewunderten ihre Schönheit. Sie hatte große blaue Augen und helles Haar. Nach einiger Zeit ließen sich Sharon und Marvin scheiden und gingen neue Beziehungen ein, blieben aber einander und Alicia weiterhin nah. Im Jahr 2005 war Alicia 25 Jahre alt. Sie genoss das Leben und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Nach dem Schulabschluss verbrachte sie ein Jahr in Australien, bevor sie nach Hause nach Markham zurückkehrte, das nördlich von Toronto liegt. Sharon beschrieb Alicia als bezauberndes kleines Mädchen und gleichzeitig als einfach schrecklichen Teenager. Im Sommer 2005 widmete sich Alicia dem, was sie am meisten liebte. Sie machte sich auf zu einer Wanderung in den Norden Ontarios. Sie liebte es, Zeit in der Natur zu verbringen, weit weg vom Trubel der Stadt. Es war ein wunderbarer Sommer und keiner ihrer Freunde oder Familienangehörigen ahnte auch nur im Entferntesten, dass dieser Sommer Alicias letzter sein würde. Zu dieser Zeit lebte Alicia bei ihrer Mutter Sharon Forrest und deren neuem Ehemann Julius. Alicia wohnte im Keller des Hauses, das über einen separaten Eingang verfügte, und so schien es, als hätte sie ihr eigenes Zuhause. Am 16. August machten sich Alicia und Sharon mit den Hunden auf den Weg in den Monomills Park. Dort teilte Alicia ihrer Mutter die frohe Nachricht mit. Am nächsten Tag sollte sie in der Vertriebsabteilung von Hewlett-Packard befördert werden, und sie wartete gespannt auf den nächsten Tag, um die Bestätigung dieser Nachricht zu erhalten. Alicia war nicht nur beruflich erfolgreich, auch ihr Privatleben hatte sich zum Guten gewendet. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits seit einem Monat mit einem Mann namens Sean High zusammen, war glücklich mit ihm und hoffte, dass diese Beziehung zu etwas Größerem führen würde. Nach dem Spaziergang mit ihrer Mutter machte sich Alicia gerade auf den Weg zu ihrem Liebsten. Das Paar beschloss, den Abend bei Alicia zu verbringen. Sie spielten Billard und genossen einfach die Zweisamkeit. Der Mann ging kurz vor Mitternacht nach Hause. Sobald er zu Hause angekommen war, rief er Alicia sofort an, um ihr mitzuteilen, dass er wohlbehalten angekommen war. Er erhielt jedoch keine Antwort. Alicia nahm den Anruf nicht entgegen, aber Sean machte sich keine Sorgen, da es bereits spät war und er annahm, dass sie vielleicht einfach schon eingeschlafen war. Sean rief sie am nächsten Morgen an, aber auch diesmal ging sie nicht ans Telefon. Sean begann sich Sorgen zu machen und wurde noch besorgter, als er erfuhr, dass Alicia an diesem Morgen nicht zur Arbeit erschienen war. Es ist erwähnenswert, dass Sharon in der Nacht, als Alicia Zeit mit Sean verbrachte, sehr früh schlafen gegangen war und nicht mitbekommen hatte, was im Keller des Hauses oder im Hinterhof vor sich ging. Später erzählte Sharon, dass sie zuvor noch nie so früh schlafen gegangen war und dies nun bis an ihr Lebensende bereuen würde. Am nächsten Tag wollten Sharon und ihr Mann Julius zu einem Golfturnier fahren. Als sie das Haus verließen, bemerkte Sharon, dass Alicias Auto noch immer in der Einfahrt stand. Das kam ihr seltsam vor, aber sie dachte nicht daran, nachzufragen, warum ihre Tochter an diesem Morgen nicht zur Arbeit gegangen war. Zu diesem Zeitpunkt wandte sich Sean, nachdem er Alicia immer noch nicht erreichen konnte, an die Polizei. Er war der Erste, der sie als vermisst meldete. Später rief er auch Sharon an, die auf dem Golfplatz war, und sagte ihr, dass er Alicia nicht erreichen konnte. Sean erzählte der Polizei, dass er seine Freundin zuletzt in jener Nacht am Straßenrand in der Nähe des Hauses ihrer Mutter gesehen hatte. Sean sagte ihnen, dass sie Zeit in ihrem Zimmer verbracht hätten, sie ihn dann zum Auto begleitet habe und sie sich verabschiedet hätten. Das war das letzte Mal, dass er sie gesehen hatte.
Als Sharon nach Hause kam, war Sean bereits mit der Polizei dort. Der Mann war sehr nervös und wusste nicht, was er tun sollte. Sharon sah sich im Zimmer ihrer Tochter um und stellte fest, dass ihre Schlüssel, ihre Papiere und ihre Handtasche noch dort waren. Im Zimmer war alles wie immer. Als Sharon jedoch Alicias Bett betrachtete, wurde ihr klar, dass in dieser Nacht niemand dort geschlafen hatte. Außerdem war im Hinterhof etwas Seltsames zu sehen. Das Hoftor stand offen und auf dem Boden lagen in einer geraden Linie eine Zigarettenschachtel, ein Glas und ein paar Sandalen. Diese Spur von Gegenständen führte zum offenen Tor. All dies deutete darauf hin, dass Alicia nicht freiwillig verschwunden war. Der erste Verdächtige war Sean, der Freund der Vermissten. Die Polizei beschloss, ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, da er der Letzte war, der Alicia vor ihrem Verschwinden gesehen hatte. Und er war derjenige, der dies der Polizei gemeldet hatte. Daher mussten die Ermittler herausfinden, ob Sean etwas mit Alicias Verschwinden zu tun hatte oder ob er nichts damit zu tun hatte. Zu dieser Zeit war Sean 29 Jahre alt und, wie bereits erwähnt, war er seit etwa einem Monat mit Alicia zusammen. Es schien, als würde sich ihre Beziehung bestens entwickeln, und Sharon Forrest behauptete, dass ihre Tochter absolut keinen Grund gehabt habe, wegzugehen. Außerdem freute sich Alicia auf eine Beförderung und ein solches Verschwinden wirkte sehr seltsam. Nach dem Verschwinden der jungen Frau wirkte Sean niedergeschlagen. Er sagte, er liebe Alicia, hoffe, dass es ihr gut gehe und sie bald nach Hause zurückkehren werde. Sean war für die Ermittler von Interesse, doch mussten sie zunächst herausfinden, wo Alicia war und was mit ihr geschehen war, bevor sie ihn einer Straftat beschuldigen konnten. Wenn Sean die Wahrheit sagte, bedeutete dies, dass Alicia zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang verschwunden war. Am nächsten Tag, dem 18. August, durchsuchte die Polizei das Gebiet rund um das Haus der jungen Frau mit Hilfe von Hubschraubern und Spürhunden. Sie durchsuchten das Viertel, in dem Alicia lebte, gründlich, konnten jedoch keine Hinweise finden, die bei den Ermittlungen weiterhalfen. Eine große Anzahl engagierter Menschen schloss sich der Suche an, darunter auch Sean. Von den Verdächtigungen getroffen, wandte sich der Mann mit einer emotionalen Rede an die Medien und bat die Menschen, jegliche Informationen über den möglichen Aufenthaltsort von Alicia weiterzugeben. In einem Interview zeigte er gemeinsame Fotos mit der jungen Frau und erzählte mit zitternder Stimme, wie sehr er sie liebe und wie sehr er sich wünsche, dass sie nach Hause zurückkehre. Auch die Polizei wandte sich an die Medien, um die Menschen zu bitten, sich an der Suche nach Alicia zu beteiligen. Die Resonanz war überwältigend. Hunderte von Freiwilligen bekundeten den Wunsch, sich an der Suche nach der vermissten jungen Frau zu beteiligen. Die Suche nach Alicia wurde zu einer der größten Suchaktionen nach vermissten Personen in der Geschichte von Ontario. Die Menschen hängten Plakate mit Informationen über die vermisste Alicia an öffentlichen Orten auf und verteilten sie an Autofahrer. Schlechtes Wetter zwang dazu, die Suche einzustellen, und trotz aller Bemühungen so vieler Menschen gelang es ihnen nicht, etwas zu finden. Inspektor Craig Rogers berichtete, dass sie eine Reihe von Gebieten abgesucht hätten, darunter Grünflächen, Schluchten und ähnliche schwer zugängliche Orte, die sich in unmittelbarer Nähe südlich der Autobahn 407 bis zur Steeles Avenue und östlich bis zur Autobahn 404 sowie im westlichen Teil der Bayview Avenue befanden. Doch an keinem dieser Orte gab es auch nur den geringsten Hinweis auf Alicias möglichen Aufenthaltsort. Sobald in den Medien ein Bericht über Alicias Verschwinden ausgestrahlt wurde, gingen bei der Polizeiwache über 100 Anrufe von Menschen ein, die Informationen weitergeben wollten. Die Ermittler brauchten jedoch Zeit, um all diese Hinweise zu überprüfen. 4 Tage nach Alicias Verschwinden, am 20. August, beschlossen die Eltern der jungen Frau, sich ebenfalls an die Medien zu wenden. Sharon, Alicias Mutter, blickte mit geröteten Augen und zitternder Stimme in die Kamera, richtete eine verzweifelte Bitte an die Öffentlichkeit und bat um jegliche Informationen über ihre Tochter. Mit großem Mut wandte sie sich auch direkt an Alicia. »Weißt du, ich habe nie ein Versprechen gebrochen, das ich dir gegeben habe. Also verspreche ich dir, dass du nach Hause zurückkehren wirst.« Nachdem sie diesen Schwur geleistet hatte, fügte Sharon, sich an die Öffentlichkeit wendend, hinzu: »Ich flehe euch an, sagt die Wahrheit. Ich wünsche niemandem Böses, sondern nur die sichere Rückkehr meiner Tochter.« Aus diesen Worten geht hervor, dass Sharon davon überzeugt war, dass ihre Tochter entführt worden war und gefangen gehalten wurde.
Die Ermittler hatten jedoch ihre eigenen Vermutungen, von denen eine lautete, dass Alicia von jemandem entführt worden war, den sie kannte. Alicia hatte viele Freunde und kannte die meisten Menschen in der Nachbarschaft. Schließlich war sie dort aufgewachsen. Dem Zustand ihres Zimmers nach zu urteilen, wollte sie gerade schlafen gehen. Doch dann beschloss sie aus unbekannten Gründen, nach draußen zu gehen. Es ist anzumerken, dass es im Zimmer keine Anzeichen eines Kampfes oder Einbruchsspuren gab. Genau deshalb kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Alicia von jemandem entführt worden war, den sie kannte und dem sie vertraute. Die Zahl solcher Vermutungen stieg von Tag zu Tag. Die Polizei überprüfte alle Hinweise aus der Bevölkerung, doch selbst nach einer Woche konnten sie keine Ergebnisse erzielen. Das Suchgebiet wurde von Tag zu Tag ausgeweitet, doch die Ergebnisse blieben dieselben. Die Polizei hatte nach wie vor keine Ahnung, wohin Alicia verschwunden war und warum. Am 22. August, dem 6. Tag nach ihrem Verschwinden, gab die Polizei schließlich bekannt, dass sie diesen Fall als Straftat behandeln werde. Trotz fehlender Hinweise auf ein Verbrechen konzentrierten sich die Ermittler auf die Möglichkeit, dass dennoch ein Verbrechen begangen worden war und dies der Grund für ihr Verschwinden sein könnte. Trotz der düsteren Prognosen versuchte Alicias Familie optimistisch zu bleiben. Alicias Stiefschwester Randy Forrest erklärte, dass sie sich bald wiedersehen würden und dass sie daran keinen Zweifel habe, da Alicia eine starke, strahlende und kluge junge Frau sei. Die Polizeileitstelle blieb in der nächstgelegenen Schule in Betrieb, doch die Suche wurde offiziell eingestellt. Danach beschlossen die Ermittler, alle ihre Bemühungen auf Sean zu konzentrieren. Er war der Letzte, der Alicia lebend gesehen hatte. Die Ermittler hielten seine Schilderung für etwas unglaubwürdig. Es war seltsam, dass er das Verschwinden seiner Freundin der Polizei gemeldet hatte, bevor er sich mit ihrer Familie in Verbindung gesetzt hatte. Warum war Sean so sicher, dass sie verschwunden war? Möglicherweise tat er dies, weil er wusste, dass es durchaus möglich war, dass sie sich in jener Nacht heftig gestritten hatten und etwas schiefgelaufen war. Und nun mussten die Ermittler dies überprüfen. Der Mann wirkte niedergeschlagen und weigerte sich, mit Journalisten zu sprechen. Er lebte allein in Richmond Hill, etwa 10 Meilen von Alicias Zuhause entfernt. Als ihm klar wurde, dass die Polizei ihn als Verdächtigen betrachtete, zog sich Sean aus der Suche nach der jungen Frau zurück. Journalisten warteten mit Kameras vor Seans Haus, und das gefiel ihm zweifellos überhaupt nicht. Die Ermittler befragten ihn mehrmals zu Alicias Verschwinden, doch seine Aussage blieb unverändert. Er bestand darauf, dass er die Wahrheit gesagt habe und fügte hinzu, dass er keine Ahnung habe, warum und unter welchen Umständen sie verschwunden sein könnte. Außerdem lehnte er das Angebot ab, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Alicias Mutter gab zu, dass sie Sean nicht besonders gut kannte. Sie konnte nichts Schlechtes über ihn sagen, da ihre Tochter mit ihm offenbar glücklich war. Nach Angaben von Alicias Familie hatte sie keine Feinde, weshalb sie nicht wussten, wer ein Motiv für ein solches Verbrechen gehabt haben könnte. Eine Woche nach Alicias Verschwinden, am 23. August, untersuchte die Polizei ihr Auto, einen Toyota Corolla. Bis heute bleibt unklar, warum die Ermittler eine ganze Woche gewartet hatten und was sie dort zu finden hofften. Die Polizei weigerte sich, diese Fragen zu beantworten. Am selben Tag verbreitete sich in der Stadt eine Nachricht, die bei den Einwohnern für große Aufregung sorgte. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was alle erwartet hatten. Die Sache ist die, dass die Polizei in einer seltsamen Wendung dieses ohnehin schon seltsamen Falls Sean High festnahm, was jedoch in keinerlei Zusammenhang mit Alicias Verschwinden stand. Sean wurde nachts wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und dafür wurde ihm für 90 Tage der Führerschein entzogen. Da es keine weiteren Anhaltspunkte gab und dieser Vorfall vorlag, richteten die Polizisten ihre Aufmerksamkeit erneut auf Sean. In diesem Zusammenhang befragten die Ermittler die Nachbarn des Mannes. Sie wollten wissen, ob ihnen etwas Verdächtiges an Seans Verhalten aufgefallen sei. Die Ermittler hofften, dass jemand aus der Nachbarschaft berichten würde, wie Sean große Müllsäcke weggeworfen oder sein Auto gereinigt habe. Sie durchsuchten sogar die Umgebung des Hauses. Doch all dies brachte nichts. Sie fanden weder neue Anhaltspunkte noch irgendwelche Informationen über Alicias Verbleib. Einen Monat nach dem Verschwinden der jungen Frau verschwand der Fall aus den Schlagzeilen. Alicias Familie hoffte weiterhin auf das Beste
und die Polizei tat alles in ihrer Macht Stehende, um diese Hoffnungen zu rechtfertigen. Doch es schien alles vergeblich zu sein. Erst mehr als einen Monat nach dem Verschwinden gelang es, Fortschritte zu erzielen. Doch der Ausgang dieser Geschichte war ganz und gar nicht so, wie alle erwartet hatten. Letztendlich rief ein Nachbar die Polizei und stellte sich mit Hilfe eines Anwalts selbst. Der 31-jährige Daniel Silvestre, ein Einzelgänger, der bei seiner Mutter lebte, gab zu, für Alicias Verschwinden und Tod verantwortlich zu sein, versuchte jedoch, alle davon zu überzeugen, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Die Familie Forres hatte so gut wie keinen Kontakt zu ihren Nachbarn und Sharon sagte, sie habe Daniel Silvestre nur ein paar Mal gesehen. Niemand hätte Daniel als denjenigen verdächtigt, der ein solches Verbrechen begehen könnte. Er stand nicht einmal im Verdacht und daher besteht die Möglichkeit, dass die Polizei, hätte er sich nicht selbst gestellt, entweder viel mehr Zeit für die Ermittlungen aufgewendet hätte oder den Fall gar nicht aufgeklärt hätte. Nach seiner Festnahme erzählte Silvestre, dass er, als er begriff, dass Alicia tot war, sie in den Kofferraum legte und nach Manitou, Ontario fuhr, wo er ihre Leiche in den Büschen am Rande einer Landstraße versteckte. Dieser Ort lag etwa eine Autostunde von ihrem Zuhause in Markham entfernt. 3 Wochen später, als die Suche noch in vollem Gange war, beschloss er, die Leiche an einen anderen Ort zu bringen. Er holte die Leiche ab und brachte die Überreste nach Kobokong, wo er sie unweit des Hauses seiner Familie versteckte. Da die Öffentlichkeit fast sicher war, dass Alicias Freund Sean High, der sie zuletzt gesehen hatte, für ihr Verschwinden verantwortlich war, erschütterte die Nachricht, dass der wahre Täter ein mysteriöser Nachbar der jungen Frau war, die Stadt. Einer der Journalisten, Mike Strobel, schrieb später einen Artikel, der an Sean gerichtet war und in dem er sich öffentlich für die Voreiligkeit der Öffentlichkeit entschuldigte. Die Polizei fand die Überreste an dem Ort, den der Täter angegeben hatte, und die anschließende Untersuchung bestätigte, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste von Alicia Ross handelte. Der Zustand der Überreste ließ jedoch keine Feststellung der Todesursache zu. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Catherine Gruss beschrieb ihre Verletzungen jedoch als lebensbedrohlich, wie sie bei Autounfällen oder Flugzeugabstürzen auftreten. Der Täter erzählte der Polizei, dass er und Alicia sich an jenem Tag gestritten hätten, während sie auf dem mit Gras bewachsenen Weg zwischen ihren Häusern standen. Infolge des Streits schlug der Mann Alicia irgendwann mit der rechten Hand ins Gesicht. Als sie zu Boden fiel, ging er auf sie zu und versuchte, sie zu würgen, während die junge Frau sich wehrte und ihm mit den Händen in die Haare griff. Der Verteidiger David Hobson versuchte, das Gericht von der Aussage von Silvestre zu überzeugen, der behauptete, er sei in Rage geraten, nachdem Alicia ihn als Versager bezeichnet hatte. Dieser Satz war nach Ansicht des Angeklagten und seines Anwalts der Auslöser. Er löste einen Sturm von Emotionen aus, darunter eine lange unterdrückte Wut auf Gleichaltrige, die ihn jahrelang ausgelacht und verspottet hatten, weil es ihm nicht gelungen war, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Silvestre behauptete, dass er aus diesem Grund an Alicia ausrastete, als sie ihn beschimpfte, und beschloss, dass er solche Hänseleien nicht länger ertragen könne. Infolge des Angriffs erlitt die junge Frau 33 Brüche, darunter zahlreiche Rippenbrüche. All dies geschah, als der Mann sie zu Boden warf und ihr mehrmals mit dem rechten Knie in den oberen Brustbereich schlug, woraufhin er sie an den Haaren packte und ihren Hinterkopf mehrmals auf den Boden schlug. Dieser letzte Schlag führte dazu, dass sich an ihrem Kopf eine riesige offene Wunde bildete, aus der Blut in großem Tempo herausfloss. Außerdem waren ihr zu diesem Zeitpunkt mehrere Halswirbel gebrochen, die Brust war schwer verletzt. Außerdem war die Nase gebrochen und der Jochbeinbogen auf der rechten Gesichtshälfte gesprungen, genau auf der Seite, die laut Silvestres Aussage nicht diejenige war, auf die er sie geschlagen hatte. Der Mann erzählte, dass er in dem Moment, als er begriff, dass Alicia tot war, sie in seine Garage schleppte und sie bis zur Taille nackt auszog. Er berichtete über dieses Detail, damit, wie er sagte, die Leute keinen falschen Eindruck davon bekämen, wie ihre Kleidung zerrissen war. Er fügte außerdem hinzu, dass er sich selbst befriedigte, um die Anspannung abzubauen. Nach all dem legte Silvestre die Leiche in den Kofferraum seines Autos, duschte und zog sich um. Anschließend verließ er die Stadt und entsorgte ihre Leiche auf einem Feld südlich von Manitou, nachdem er zuvor die Müllsäcke entsorgt hatte, in denen er die Kleidung der jungen Frau verstaut hatte, sowie seine eigene schmutzige Kleidung,
darunter 2 Jeans, die mit seinem Sperma befleckt waren, und die Handtücher, mit denen er den Tatort abgewischt hatte. Der Polizei gelang es, diese Säcke zu finden und die Kleidung der jungen Frau zu untersuchen. Auf ihnen wurden keine Spuren von Daniel Silvestres Sperma gefunden, weshalb er lediglich wegen Totschlags 2. Grades angeklagt wurde. Weder er noch sein Anwalt akzeptierten diese Anklagepunkte. Silvestre behauptete, seine Handlungen seien unbeabsichtigt gewesen. Am 7. Oktober 2005 nahmen mehr als 1500 Menschen an der Beerdigung von Alicia Ross teil, die in der Synagoge Beth Emeth Bais Yehuda in North York stattfand. Neue Details zu diesem Fall wurden erst im April 2007 bekannt, als das Gerichtsverfahren begann. Daniel Silvestre gestand, seine Nachbarin, die 25-jährige Alicia Ross, getötet zu haben. Er beharrte jedoch darauf, dass er nicht gewollt habe, dass ihr Streit in jenen frühen Morgenstunden des 17. August 2005 zu einem tödlichen Kampf eskalierte. Silvestre behauptete, er sei schockiert gewesen, als er erfuhr, dass Alicia gestorben war, und bekannte sich nur der fahrlässigen Tötung schuldig. Staatsanwältin Kelly Wright wies seine Aussage jedoch zurück und beschloss stattdessen zu beweisen, dass der problembelastete junge Mann, der unter Wutproblemen und einer psychischen Störung litt, in vollem Bewusstsein seiner Handlungen gehandelt hatte. Die Staatsanwältin war überzeugt, dass Daniel, selbst wenn er zu Beginn ihres Streits nicht die Absicht hatte, Alicia zu töten, genau wusste, dass die Schläge, die er austeilte, tödlich enden könnten. Kelly Wright vermutete, dass Silvestre Alicia von hinten angegriffen hatte, als sie durch den Hinterhof in ihr Schlafzimmer ging. Darüber hinaus bestritt Silvestre, dass sein Angriff irgendein sexuelles Motiv gehabt habe oder dass er irgendwelche sexuellen Neigungen gegenüber Alicia gehabt habe, die er nicht kannte und mit der er in den 7 Jahren, in denen sie in derselben Nachbarschaft lebten, nie gesprochen hatte. Später gestand er dem von der Verteidigung bestellten Psychiater, dass Alicia seiner Meinung nach aufdringlich und zu unhöflich gewesen sei, weil sie 2 Wochen zuvor seine ältere Mutter angestarrt hatte. Den Geschworenen wurde zudem berichtet, dass Silvestre voyeuristische Neigungen hatte und Alicia seit ihrer Jugend bis zu seiner Verhaftung heimlich beobachtete. Darüber hinaus gab Daniel zu, ein begeisterter Masturbierer zu sein und dass er oft erregt wurde, wenn er durch die Fenster von Häusern beobachtete, wie Nachbarn Sex hatten. Silvestre blieb in seiner Aussage unnachgiebig, dass er weder vor noch während noch nach dem Übergriff auf Alicia intime Kontakte mit ihr gehabt habe. Im Laufe des Gerichtsverfahrens erfuhren die Geschworenen jedoch, dass er Fantasien über Übergriffe auf Frauen hatte. Diese Informationen kamen ans Licht, nachdem Daniel einem Psychiater gestanden hatte, dass seine Motive böswillig gewesen seien, da Mädchen ihn in seiner Schulzeit gedemütigt und als Versager bezeichnet hatten. Silvestre kehrte in den folgenden 2 Wochen nach dem Überfall mindestens 10-mal zurück, um die verwesenden Überreste zu überprüfen, bevor er einen Teil ihrer Überreste in den Wald neben dem Haus seiner Familie in Kobo Kong brachte, 3 Wochen nach ihrem Tod. Das Gericht erfuhr außerdem, dass Silvestre seit seinem 9. Lebensjahr wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen war, diese jedoch 2001 abbrach und sich zurückzog, wobei er den Kontakt zu anderen Menschen, abgesehen von seiner betagten Mutter, fast vollständig einstellte. Im Laufe seines Lebens hatte er zahlreiche Psychiater aufgesucht. Einer von ihnen bestätigte, dass der junge Mann ihm gegenüber zugegeben hatte, zwanghafte Gedanken zu haben, sich im Gebüsch zu verstecken, um dann auf ein Mädchen zu springen und einen sexuellen Übergriff zu begehen. Sean, Alicias Freund, sagte ebenfalls vor Gericht aus. Angesichts seiner Schilderung sowie Daniels Neigungen lässt sich vermuten, dass er den Übergriff in einem erregten Zustand begangen hat, nachdem er das Paar eine Zeit lang beobachtet hatte. Tatsächlich berichtete Sean, dass sie in der Nacht vor Alicias Verschwinden intimen Kontakt auf ihrem Bett in ihrem Zimmer hatten, wobei die Schiebetüren zum Hinterhof führten und sich hinter dem Haus eine Schlucht befand. Da Silvestre oft durch Fenster Menschen beobachtete, könnte er möglicherweise Alicia und Sean zusammen gesehen und sich dadurch erregt haben. Möglicherweise hat er daraufhin auf den richtigen Moment gewartet und Alicia angegriffen. Sean berichtete dem Gericht auch, was er tat, nachdem er nach Hause zurückgekehrt war. Er sagte, er habe Alicia mehrmals angerufen, nachdem er um 0:07 Uhr nach Hause gekommen war. Aber sie ging nicht auf seine Anrufe ein.
Sean rief auch am nächsten Morgen an, und als er weder sie noch jemanden in ihrem Haus erreichen konnte, fuhr er dorthin und entdeckte ein paar Sandalen, ein Trinkglas und eine Zigarettenschachtel im Hinterhof, die so angeordnet waren, dass sie eine gerade Linie bildeten, die zum Tor führte. Daraufhin rief er den Notruf an. Die Polizei von York hielt diese Gegenstände für verdächtig und vermutete sogar, dass jemand den Tatort inszeniert hatte. Doch weder Sean High noch Silvestre gaben zu, sie dorthin gelegt zu haben. Der Verteidiger David Hobson warf Sean High vor, die Zigarette, das Glas und die Sandale im Hinterhof der Familie Ross platziert zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass Silvestre Alicia absichtlich angegriffen habe. Die Geschworenen hörten sich zudem eine Aufzeichnung von Silvestres Verhör an, in der er der Polizei erzählt, dass er gegen 2 Uhr nachts auf dem mit Gras bewachsenen Weg spazieren gegangen sei, der sein Haus von Alicias Haus trennte. Silvestres Aussage zufolge trafen sie sich dort, woraufhin die junge Frau ihn beschimpfte und fragte, was er dort tue. Daraufhin stritten sie sich ein wenig und dann bezeichnete Alicia ihn als Versager und bat ihn zu gehen, was, wie bereits erwähnt, Silvestre in unbeschreibliche Wut versetzte. Die folgenden Tage verbrachte der Täter so, als wäre nichts geschehen. Den größten Teil des Tages verbrachte er entweder mit Filme schauen oder schlafen. Silvestre fügte hinzu, dass er sehr überrascht gewesen sei, dass niemand gesehen hatte, was er getan hatte. Die Geschworenen, bestehend aus 8 Frauen und 4 Männern, brauchten weniger als 4 Stunden, um zu einem einstimmigen Urteil zu gelangen. Damit befanden die Geschworenen Daniel Silvestre, einen sozialen Außenseiter, der von Übergriffen auf Frauen fantasierte und seinen Nachbarn sowohl in der Ferienhaussiedlung als auch in seiner eigenen Nachbarschaft ausspionierte, des Mordes 2. Grades für schuldig. Im Juli 2007 verurteilte das Gericht Daniel Silvestre zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung vor Ablauf von 16 Jahren. Silvestre reagierte nicht auf das Urteil, ebenso wenig wie seine Mutter Olga. Die Mutter von Alicia Ross, Sharon, senkte in diesem Moment den Kopf und weinte. Ihr Mann Julius umarmte sie und weinte ebenfalls, ebenso wie andere Familienmitglieder, die im Gerichtssaal anwesend waren. Sharon erklärte, dass kein Urteil den Schmerz über den Verlust ihrer Tochter mildern könne. Sie erzählte auch, dass es ein sehr bittersüßes Gefühl sei, die Höhe des Urteils zu hören, und fügte hinzu, dass sie zwar froh seien, dass der Täter eine gerechte Strafe erhalten habe, dies ihnen ihre Alicia jedoch nicht zurückbringen werde. Sharon bezeichnete die letzten 2 Jahre als Qual und erzählte, dass sie seit Alicias Verschwinden unter Schlaflosigkeit und starken Bauchschmerzen leide. Außerdem habe sie das Gefühl, nur noch auf den Tod zu warten, um bei ihrer Tochter zu sein. Alicia hatte alles, wofür es sich zu leben lohnte. Eine Familie, die sie liebte, ein Zuhause, das sie liebte, einen geliebten Beruf und einen Freund, mit dem sie hoffte, eine Familie zu gründen. Sie plante eine strahlende Zukunft und freute sich auf die neuen Möglichkeiten, die sich ihr eröffneten, hatte aber keine Ahnung, dass sie so nah am wahren Bösen in Gestalt von Daniel Silvestre lebte. Sie kannte weder ihn noch die Gefahr, die von ihm ausging. Er drang mitten in der Nacht in ihr Leben ein und machte ihr innerhalb weniger Minuten ein Ende. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.